Hallo. Willkommen, alle zusammen. Hallo aus Paris. Willkommen im achtsamen Mindful Kitchen. Unserer dritten Folge der Serie, die unsere drei Experten Enrico Porfirio, Sean Leonard und Shauna Chalmers als Teil von Enrico Porfirio Choice for Life Projekts zusammengestellt haben, einer AO-Initiative, die wir letzten Oktober gestartet haben. Hallo, Schaffner. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend allerseits. Schön, euch alle zu sehen. In diesem abschließenden, wirkungsvollen Webinar haben wir die Professorin Shauna Chalmers, die die Geheimnisse der Menüpsychologie erklären wird, einschließlich des goldenen Dreiecks und der hochsichtbaren Platzierung, um ein besseres Klima, intelligentere Bestellungen zu fördern. Deshalb denke ich, dass wir in unserer letzten Folge viel zu besprechen haben. Wir beginnen also mit der Theorie der Lebensmittelsysteme, wie man dann Lebensmittelverschwendung reduziert. Küche und jetzt, wie man mit dem Kunden kommuniziert. Social Society? Möchten Sie ein paar Worte für diese Serie verwenden? Vielleicht weiß ich nicht, was deine Kollegen für die heutige Folge alles gibt. Ich möchte alle willkommen heißen. Ich werde gleich eine formelle Begrüßung machen, aber ich möchte mich einfach bei euch allen bedanken, dass ihr hier seid. Ich bin Chefköchin Shauna Chalmers, viele von euch haben mich schon mal gesehen. Ich bin der Vorsitzende des World Chefs Feed the Planet Komitees. Ich habe eng mit Sean und Enrico zusammengearbeitet, um dieses großartige Stück für euch alle zu schaffen. Ich hoffe, es hat euch bisher gefallen. Ich freue mich sehr darauf, zu teilen, was wir heute machen werden, und freue mich auch darauf, von Ihnen zu hören. Das ist erstaunlich. Also lasse ich dich gehen. Ich weiß, du hast viel zu sagen. Ich möchte nur alle darüber informieren, dass wir für diesen Zyklus von Webinaren Key-Übersetzung bereitgestellt haben. Ich werde einen Link in diesen Chat posten. Und wenn du Zoom Desktop hast, klicke einfach auf den Link. Dann können Sie dieses Webinar in 60 verschiedenen Sprachen nutzen. Sogar auf Englisch. Wenn Sie nur Bildunterschriften zu dem haben möchten, was Shauna sagt. Also werde ich gleich den Link teilen und gerne profitieren. Und mit mir werden wir uns am Ende treffen. Also, fabuloso, ich werde jetzt teilen, und das ist so ein großartiger Tag. Ich heiße alle willkommen und danke Ihnen, dass Sie beim dritten und letzten Webinar der Mindful Kitchen-Reihe mit lebensnotwendigen Ernährungsentscheidungen dabei sind. Ich freue mich wirklich, bei dieser letzten Sitzung dabei zu sein, denn hier beginnt das Lernen vom Verständnis zu wechseln. Die Küche und das Handeln in Aktion, in echten Gästeeinfluss. Mein Name ist Shauna Chalmers. Wie gesagt, Shauna Chalmers. Wie gesagt, und heute sprechen wir darüber, wie Küche von Einfluss zu Wirkung wechseln können, nicht durch Predigen. Nicht indem man Nachhaltigkeit wirklich schwer macht, sondern indem wir die täglichen Essensentscheidungen gestalten, durch Menüs, Service und einfache Erlebnisse. Ich möchte, dass sich diese Sitzung wirklich nützlich anfühlt. Wenn du beschäftigt bist, wenn dein Team überlastet ist, wenn du keine Zeit für ein riesiges neues Programm hast. Genau deshalb wurde diese Sitzung so aufgebaut. Wir konzentrieren uns auf kleine Änderungen, die Köche tatsächlich nutzen können. Sprechen wir also einfach darüber, was wir bisher gelernt haben. Im ersten Webinar hat uns Enrico geholfen, aus der Vergangenheit zurückzutreten, aus der Küche herauszukommen und das große Lebensmittelsystem zu betrachten, richtig? Das größere Ganze, Köche stehen nicht außerhalb dieses Systems. Wir stecken mittendrin. Die Menüentscheidungen, die wir treffen, die Lieferanten, die wir wählen, die Produkte, die wir präsentieren, die Food-Erlebnisse, die wir schaffen. Alle sind mit einem größeren System von Menschen verbunden. Politik, Landwirtschaft, Unternehmen und Verbraucher. Ich denke, es ist ein wichtiger Ausgangspunkt, weil es uns daran erinnert, dass Köche nicht nur auf ein Lebensmittelsystem reagieren, sondern es mitgestalten. Wir stecken mittendrin. Kommen wir nun zu dem, was wir gelernt haben. John hat uns im zweiten Webinar das große Ganze in die Küche gebracht. Wir betrachteten Abfall, zirkuläres Denken, klügerer Menüplanung, Gesamtproduktnutzung, Teammotivation und der Idee beschäftigt, dass eingesparte Lebensmittel nicht nur gut für den Planeten sind, wie wir alle wissen, sondern auch gut fürs Geschäft. Eine Küche, die Abfall reduziert, ist oft kreativer, effizienter und natürlich profitabler. Zu diesem Zeitpunkt der Serie verstehen wir das System. Wir verstehen Küchenaktionen, weil wir alle aufmerksam waren, Notizen machen und anfangen, diese Dinge in die Praxis umzusetzen. Und heute fragen wir, was passiert, wenn das Essen die Küche verlässt, richtig? Also hier fangen wir heute an. Also, wie Köche Entscheidungen gestalten, inspirieren und aktivieren. Diese letzte Sitzung dreht sich um die gastfreundliche Seite der Nachhaltigkeit. Es geht darum, wie wir Menschen bei der Wahl helfen, nicht durch Vorträge. Nicht, indem man den Klimawandel überall auf die Speisekarte setzt. Sean erwähnte das ebenfalls.
Und nicht, indem ich jemanden verurteilt fühlen lasse. Wir werden untersuchen, wie kleine Änderungen in Sprache, Platzierung, Service-Tracking und Ereignissen klimasmarte Entscheidungen erleichtern können, angenehmer und normaler wirken lassen. Das wird also Ihre Roadmap für heute. Also beginnen wir mit einer Speisekartenpsychologie. Das wird schnell vorbeiziehen. Ich habe dir versprochen, dass du das alles durchstehst und dich wirklich sicher fühlst in dem, was wir gelernt haben. Wir werden darüber sprechen, wie Menschen Entscheidungen treffen, wenn sie sich eine Speisekarte ansehen. Dann sprechen wir über einige einfache Tracking-Techniken. Denn wenn wir Änderungen vornehmen, aber nie messen, raten wir eigentlich nur. Danach schauen wir uns das Training vor dem Haus an. Denn ein gutes Menü braucht ein Team, das es natürlich unterstützen kann. Dann gehen wir in die Ereignisaktion über, insbesondere davon, wie Köche an der Essensauswahl für die Live-Info-Week teilnehmen können. Wir schließen ab. Abschließend, indem wir dies mit dem größeren Projekt verbinden und dann bitte Zeit für Fragen lassen. Wenn Sie Fragen haben, stellen Sie sie in die Frage- und Antwortszene. Ich werde dich auch bitten, am Chat teilzunehmen, um dich zu beschäftigen. Wir möchten sicherstellen, dass Sie vollständig verstehen, was hier passiert. Ich werde das schaffen. Wenn es wirklich dringende Fragen gibt, teilt sie gerne mit und wir kümmern uns darum. Bevor wir weitermachen, möchte ich eine Frage stellen. Also sitzt du. Wie viele Essensentscheidungen treffen Ihre Gäste Ihrer Meinung nach, bevor Sie eine Bestellung aufgeben? Gib es jetzt für mich im Chat ein. Welche Essensentscheidungen treffen Sie, bevor Sie überhaupt bestellen, wenn Sie sich setzen? Kommt schon. Ich weiß, dass ihr alle hier seid, also lasst mich im Chat mal sehen, was ihr denkt. Und wir werden sehen, was die Leute denken. Sag mal sehen, welche Entscheidungen treffen die Menschen, bevor sie sich überhaupt hinsetzen? Wenn Sie sitzen und sich entschieden haben, was soll ich heute bestellen? Was entscheiden Sie? Was sollte ich versuchen? Ja, Lage und Preise? Ja, die Kosten sind ein großer Faktor. Atmosphäre. Preis ist ein großes Thema. Was ist das beste Essen? Wie lange wird es dauern, dich vorzubereiten, weil Sie vielleicht nicht viel Zeit haben? Das sind großartige Antworten. Ich appelliere an den Ruf. Das ist sogar noch bevor Sie zur Tür hereinkommen. Ich liebe es. Ihr habt alle recht. Du verstehst, was Menschen tun, also entscheiden Sie. Der Abschnitt der Speisekarte, den Sie sich ansehen sollten, entscheiden Sie sich dafür. Was kommt mir bekannt vor? Das sind großartige Exemplare, die reinkommen. Wenn ja, ist es gesund. Ich liebe es. Oh, Medienberichterstattung, das Können des Kochs. Wow, du bist weit über das hinaus, was ich hier hatte. Das ist großartig. Was fühlt sich aufregend an? Was fühlt sich für manche Menschen sicher an, was sie sich leisten können, oder? Die Empfehlung für Social Media ist, ja, das ist ein großer Punkt. Was der Kellner empfiehlt, wie das Gericht klingt, wird es Sie zufriedenstellen. Rechts. Manchmal denken die Leute, es klingt großartig. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen kann. Das sind also all die Dinge, die Menschen tun, bevor das meiste davon so schnell passiert. Wenn wir also wollen, dass die Menschen sich für ein klimafreundlicheres Essen entscheiden, können wir uns nicht nur auf Informationen verlassen. Wir müssen die Entscheidung treffen. Better Today dreht sich um praktische Werkzeuge im Menüdesign und Teamsprache, einfache Nachverfolgung und Food-Events, die über den Teller hinaus zum Handeln inspirieren. Du musst also überlegen, was passiert, nachdem deine Gäste dich verlassen haben. Hier kommen wir zur großen Idee. Ist einfach, kleine Veränderungen in der Art, wie wir Lebensmittel präsentieren, können dauerhafte Veränderungen in der Auswahl der Menschen bewirken. Warum ist das also wichtig? Rechts. Das ist wichtig, weil die meisten Entscheidungen genau am Ordnungspunkt getroffen werden. Rechts. Mach dir keine Sorgen, zu spät zu kommen. Keiner von uns ist zu spät. Wir sind alle hier, um zu lernen. Es passiert am Ordnungspunkt. Viele Gäste interessieren sich für das Essen. Sie kümmern sich um Gesundheit. Sie kümmern sich um das Klima und sie kümmern sich um Nachhaltigkeit. Aber Fürsorge führt nicht immer zum Handeln. Die Leute sind beschäftigt. Sie haben Hunger, sie sind mit Freunden da. Sie suchen etwas, das gut klingt. Das bedeutet, dass Köche eine echte Möglichkeit haben, ohne Druck zu leiten, führen. Ohne Druck können wir bessere Entscheidungen treffen, die attraktiver sind und leichter zustimmen können. Manipulation. Manche Leute mögen das Denken. Das ist durchdachte Gastfreundschaft. Wo bist du also beeinflusst? Deine Vermutung? Ein Koch kann Einfluss nehmen. Der Einfluss eines Kochs kann beginnen, bevor der Gast etwas probiert. Es beginnt mit der Speisekarte. Die Reihenfolge der Gerichte, die Beschreibung, die Beschilderung, ob sie Merkmale haben. Das Aussehen und die Atmosphäre des Erlebnisses während des Gottesdienstes.
Der Einfluss kommt vom Kellner, der Präsentation, den kleinen Kommentaren, die dem Gast ein selbstbewusstes Gefühl geben, sich sicher zu fühlen. Ja, Sie suchen doch leckeres Essen, oder? Und nach dem Essen wird der Einfluss zur Erinnerung. Was Sie mochten, worüber Sie sprachen, was Sie vielleicht noch einmal zu Hause versuchen würden. Wir gestalten also nicht nur eine Bestellung oder ein Gericht. Wir können langfristige Gewohnheiten für unsere Kunden und Gäste gestalten. Fangen wir also mit der Speisekarte an. Dort schauen alle. Das ist ein großartiges Menü. Ich habe das gesehen, als wir dieses Jahr auf dem Weltschachkongress in Wales sind. Riverbank Restaurant waren. Ein großartiger Koch hat uns einige von dem geteilt, was sie dort machen. Deshalb wollte ich das hier aufstellen. Ich fand das Menü wunderschön. Menüpsychologie klingt nach einem großen Begriff, aber für den Koch läuft es auf die Köche hinaus. Idee. Das Menü ist nicht nur eine Liste, sondern ein Entscheidungswerkzeug. Wo du das Gericht auf deiner Speisekarte platzierst, ist entscheidend. Wie du es nennst, spielt eine Rolle, ob es sich wie die normale Wahl anfühlt oder die Alternative ist. Wichtig ist, wenn eine pflanzengerichtete Schüssel unten vergraben ist oder als Kompromiss beschrieben wird sie wahrscheinlich wie ein Kompromiss funktionieren und nicht verkaufen. Aber wenn es dort platziert wird, wo die Leute es zuerst betrachten, beschrieben mit Geschmack und Technik, beschrieben zu haben. Wir kommen darauf zurück und präsentieren es als selbstbewusste Kochwahl. Es wird viel einfacher zu bestellen. Diese Folie gibt einige wichtige Ideen. Deshalb solltest du die Dinge ganz oben im Menü haben, um eine hohe Sichtbarkeit zu gewährleisten. Der erste Gegenstand bekommt mehr Aufmerksamkeit. Jeder, der schon einmal eine Speisekarte geschrieben oder an einem Ort war, weiß, dass das so ist. Die ersten Gerichte bekommen mehr Aufmerksamkeit und beschreibende Namen helfen den Gästen, sich das Gericht vorzustellen. Du solltest nicht zu wortreich werden. Wir wissen, dass das im Moment nicht so bei Menüs ist, der Speisekarten ist, aber all die Standardeinstellungen, die Norm sind, bestimmen das Verhalten. Einige von euch haben vielleicht schon gehört, wie eure Augen auf einer Speisekarte aussehen. Hat das schon jemand im Chat erwähnt? Wenn du gesehen hast, wie deine Augen sind, was machen sie? Liest du wie ein Buch oder ist es anders? Gibt es irgendeine Möglichkeit, wie Sie durch Recherche gesehen haben, was Menschen mit ihrem Augenmuster in einem Menü machen? Es hilft dir zu entscheiden, wohin die Leute gehen, um nach Dingen zu suchen. Irgendjemand. Ich bin ein guter Kellner. In Wartezeit, jedenfalls. Spaß. Sackade, ja. Das ist also die richtige Menüpsychologie. Oft konzentrieren sich die Leute also zuerst auf das Zentrum. Du wirst genau in die Mitte schauen, sehen, was da ist. Ja, du schaust dir das ganze Menü an, aber dann gehst du nach rechts und nach links. Einige von euch werden mir vielleicht widersprechen, aber probiert es aus. Ausprobiert, werdet ihr sehen, dass es dort ist, wo euer iPad oder normalerweise steht. Du gehst nach oben, nach rechts, aufrecht, nach links, rechts. Es ist dieses goldene Dreieck. So sind diese hier. Spots. Ja, ich achte auch auf den Preis. Aber auf den ersten Blick wirst du diese Dinge sehen, dann werden deine Augen wohin gezogen? Wie der Abstand ist, ob es Überschriften gibt, ob es Boxen, Fotos, Symbole oder das, was ich Magnete nenne, gibt. Also diese Dinge, die einen darauf aufmerksam machen, oder? Richtig. Der wichtige Punkt ist, wenn wir ein klimaintelligentes Menü wollen, dass ein klimasmartes Menü wie ein Artikel verkauft wird, können wir es nicht verstecken, wir müssen es einbauen. Menschen schauen natürlich. Lassen Sie Raum machen. Lass es absichtlich wirken. Aber markieren nicht alles auf der Speisekarte. Wenn alles verpackt, gesternt und überall geblüht ist, dann ist doch nichts Besonderes, oder? Sie wollen eine besondere Menüoption. Genau, wähle 1 oder 2 Gerichte, bei denen du möchtest, dass jemand in der Aufmerksamkeit ist. Schauen wir uns also diese Speisekarte an. Ich habe die Psychologie ganz einfach in die Praxis umgesetzt, oder? Also richtig, ich gebe dir 4 oder 5 Sekunden, um dir dieses Menü anzusehen. Also First Class sehen sie wirklich unterschiedlich aus, oder? Aber das Essen ist genau dasselbe. Das Huhn hat sich nicht verändert, der Lachs hat sich nicht verändert, der Bison hat sich nicht verändert. Ich meine, Kanada mögen wir Bison. Der einzige Unterschied ist, dass wir die Ahorn geröstete saisonale Gemüseschale als Chef-Feature hervorgehoben haben. Also lass mich hören, denn ihr seid alle klug. Welche würde deiner Meinung nach mehr Gemüseschalen verkaufen? Soll ich es im Chat eingeben, links oder rechts? Komm schon, das ist ein einfacher Fall. Die meisten Gemüseschalen werden sich verkaufen. Wie? Ich hoffe, das ist richtig umgedreht. Die meisten Leute bekommen also ein bisschen halb und halb sagen. Werden sagen,
dass das Ding rechts mit dem Kochfeature mehr verkauft. Sich mehr, weil es die Kraft eines Anstoßes ist, oder? Das heißt, wir haben uns keine Wahlmöglichkeiten genommen. Wir haben einfach eine Option leichter zu erkennen und ansprechender gemacht. Wir haben ein bisschen größer gemacht. Wir haben es hervorgehoben. Wir haben gesagt, dass es das Lieblingsgericht des Kochs ist. Das ist etwas, das jeder Koch tun kann. Du brauchst keine komplett neue Menüidee oder ein größeres Budget. Oder eine komplette Neugestaltung des Konzepts. Manchmal reicht eine kleine Änderung der Platzierung oder Präsentation aus, um zu beeinflussen, was die Gäste wählen, so dass wir jetzt in Richtung der gewünschten Wahl steuern. Sie sich jetzt entscheiden. Jetzt kannst du das für die Kosten machen. Das kannst du für alle möglichen Dinge tun. Heute sprechen wir darüber, wie man das Verhalten der Konsumenten beeinflussen kann, um auf umweltfreundlichere Lebensmitteloptionen umzusteigen. Wenn sie deine Wohnung verlassen, werden sie danach Änderungen vornehmen. Rechts. In diesem Menü schalten sie also nach rechts. Stellt sich die nächste Frage. Klingt es gut? Das ist eine der einfachsten Veränderungen, die ein Koch vornehmen kann. Unten hier steht Gemüseeintopf. Das mag zutreffen, aber wie wir wissen, erzeugt es nicht wirklich großen Appetit. Also fühlt es sich langsam an. Schmoren. Schmoren, saisonales Gemüse. Es beginnt sich wie ein Gericht mit Technik, Sorgfalt, Wärme und Geschmack anzufühlen. Das heißt aber nicht, dass wir es brauchen. Lange überschriebene Menübeschreibungen. Bitte fang nicht damit an. Wir alle wissen, dass die moderne Menüsprache klar, ehrlich, prägnant und köstlich sein sollte. Der Hauptpunkt ist, dass ich möchte, dass du subtil deine Ideen von Nachhaltigkeit umsetzt. Aber ich möchte, dass du klar bist, was Führung, Geschmack und Technik angeht, vornimmst. Wenn du also mit Geschmack und Technik anfängst, dann unterstütze sie mit der nachhaltigen Geschichte, wenn sie passt. Anstatt also mit Kohlenstofffarmen oder nachhaltigen Werten zu führen. Beginnen, weil das niemand essen möchte, könnten wir vielleicht holzgerösteten, saisonalen Kürbis oder ganze Tiere sagen. Geschmortes Rindfleisch. Der Gast kauft zuerst den Geschmack. Die Werte, die er hat, unterstützen die Wahl danach, oder? Also Kommunikation, die funktioniert. Eine der zentralen Botschaften heute ist, dass Verhaltensänderung durch die Umgebung geschieht, nicht durch Anweisungen. Wir können den Gästen sagen, was sie tun sollen, aber oft führt das zu Widerstand. Ich kann es dir zu 100% sagen. Wenn mir jemand sagt, was ich tun soll, werde ich es nicht tun. Oder wir gestalten die Umgebung so, dass die bessere Wahl einfacher ist. Es gibt ihnen das Gefühl, es selbst zu tun. Also setzt man die Klima-Smart-Schüssel ganz oben. Oder mach es zum Chef-Feature. Mach saisonales Gemüse zur Standardbeilage und biete dann Fleisch als Ergänzung zu manchen Gerichten an, anstatt es jedes Mal zum Mittelpunkt des Tellers zu machen. Wir wurden unterrichtet. Und mir wurde beigebracht, das Fleisch in die Mitte des Tellers zu legen und dann Dinge dazu zu legen. Die Erzählung umdrehen, oder? Hier gibt es ein Beispiel statt Steak mit Gemüse. Probieren Sie eine geröstete Gemüseplatte mit einem optionalen gegrillten Steakzusatz. Der Gast hat immer noch eine Wahl. Aber der Standard hat sich verschoben und das ist klimakluges Nudging. Also fangen die Leute an zu denken, oh, ich kann all dieses schöne Gemüse haben, weil diese Platten wunderschön sind. Und wenn ich ein bisschen Protein oder etwas anderes hinzufügen wollte, ein Steak, Huhn oder Fisch, dann ist es doch da, oder? Es ist als Zusatz da. Es fühlt sich nicht weniger an. Ein Menü kann also viel tun, aber nicht alles allein. Als nächstes bringen wir das Team. Und ich bin eingesperrt. Wir haben also darüber gesprochen, was auf der Speisekarte geändert werden soll. Jetzt müssen wir praktische Küchenfragen stellen. Wird das überhaupt jemand tun, wenn der Service beginnt? Das hängt von zwei Dingen ab, ob dein Team die Veränderung versteht. Und ob sie eine einfache Möglichkeit haben, zu sehen, ob sie funktioniert hat. Der nächste Abschnitt dreht sich darum, realistisch zu bleiben und es für vielbeschäftigte Köche realistisch zu halten. Du musst also dein Team einbinden. Wenn dein Team das Gericht nicht versteht, wird es der Gast auch nicht verstehen. Absolut. Das heißt aber nicht, dass deine Kellner eine Nachhaltigkeitsvorlesung brauchen. Sie brauchen eine einfache Zeile, die sich natürlich anfühlt. Gleichzeitig brauchen wir eine einfache Maßnahme. Hat sich die Schüssel besser verkauft? Sind die Platten sauber zurückgekommen? Haben die Gäste das kommentiert? Das Ziel sind nicht perfekte Daten. Es ist Lernen. Wenn wir einen Menüpunkt ändern und ein Ergebnis verfolgen, beginnen wir zu verstehen, was das Verhalten in unserem eigenen Betrieb tatsächlich verändert. Sei es ein kleiner, großer Foodtruck, Krankenhäuser, Restaurants oder Hotels. Geht, also machen wir das Tracking-Chef sicher, denn wir müssen es einfach verfolgen können. Ich weiß, wie beschäftigt die Leute sind. Wir können nicht, das ist das Wichtigste.
Das Wort im Tracking ist, es einfach zu halten. Wenn das System 10 Minuten braucht, wird es bis Freitag verschwinden. Du wirst es nicht machen, wenn es während des Dienstes 10 Sekunden und am Ende der Woche 1 Minute dauert. Köche, Teams, ihr könnt das alle benutzen, oder? Hier ist also der Ansatz. Verfolge nicht das ganze Menü, das ist zu viel. Wählen Sie eine pflanzengerichtete Platte oder ein klimafreundliche Funktion. Vielleicht ist es ein geröstetes Blumenkohlsteak mit Tahini-Glasur, das ich ziemlich liebe. Das ist ein schöner, den ich gemacht habe. Vielleicht ist es ein Angebot eines optionalen mittleren oder kleinen Teils desselben Gerichts, wie zum Beispiel das Ändern der Größen. Vielleicht ist es ein Bohnengericht, das du während des Dienstes ganz oben auf der Speisekarte gesetzt hast. Nutze eine einfache Zählung in der Nähe des Passes oder eine dieser einfachen Whiteboards, auf die du schreiben kannst, Rieben am Ende der Schicht ab. Vergleiche es mit einem ähnlichen Gericht, also noch eine Vorspeise oder Hauptgericht. Was auch immer es ist. Die Frage ist nicht, haben wir heute den Planeten gerettet? Die Frage ist, ob sich diese Menüänderung geändert hat, die Zahl verschiebt. Das sind doch nützliche Informationen, oder? Linksbeispiel hier. Gelassen. Man macht einfach jedes Mal einen Tick, wenn das neue Gericht verkauft wird, und vergleicht es dann am Ende von 1 oder 2 Wochen. Nimmt es zu? War das alles wichtig? Am richtigen Beispiel machen Sie es für Ihr klimafreundliches Gericht richtig. Ticken. Also markierst du, wie viele du gemacht hast und eines ähnlichen Gerichts. Also vielleicht ein Hähnchengericht oder ein Rindfleischgericht, das ebenfalls Hauptgericht ist. Und am Ende der Woche schau mal, ob es sich bewegt hat, weil du dich geändert hast. Diese sind also für eine sehr belebte Küche. Wir können es sogar noch einfacher machen. Das Tracking kann also so einfach sein, wie eine einzige Frage. Haben diese Woche mehr Leute das Gericht bestellt? Du musst nur zählen, wie viele es sind. Man kann das POS-System dafür nutzen, wenn du möchtest, ja oder nein. Am Ende der Woche schreibe eine Erkenntnis auf. Zum Beispiel, dass ich das Gericht nach oben setze und der Verkauf gestiegen ist. Oder ich benenne das Gericht um und es wurden mehr Bestellungen angenommen oder der Kellner erwähnte es mit dieser einen Zeile. Und das ist keine Forschung, das ist Küchenlernen. Das hilft dem Koch, nicht zu raten, sondern sich mit Selbstvertrauen anzupassen. Lassen Sie uns nun definieren, wie Erfolg wirklich aussieht. Denn worauf sollte man achten? Wir als Menschen streben immer nach Perfektion. Als Köche streben wir nicht nach Perfektion, sondern nach Bewegung. Mehr Portionen eines Zielgerichts oder weniger. Abfall auf dem Teller, mehr Mitarbeiter empfehlen es, weil sie es ebenfalls lieben. Ein paar weitere Gerichte pro Woche können ein Gewinn sein. Raten heißt nicht klagen. Ich schätze, es kann sogar ein Gewinn sein, sich nicht über das Gericht zu beschweren. Dass das Team tatsächlich über das Gericht spricht, kann ebenfalls ein Gewinn sein. 2 Wochen lang nach der Änderung verfolgt, dann anpassen und wiederholen. Dazu kommen wir gleich. Aber so wird es zu einem praktischen Verbesserungszyklus. Nicht zu einem weiteren Bericht, der auf einem Regal steht, das niemand liest. Lass uns darüber sprechen, wie Menschen können diese Entscheidungen im Esszimmer natürlich gestalten. Also das Training. Hier sind wir. Das ist also ein einfaches Muster. Du wirst in die. Wir ziehen nach vorne ins Haus. Und der Schlüsselspruch hier ist, halte es natürlich. Das beste klimafreundliche Verkaufsargument ist, dass es sich überhaupt nicht wie Verkaufsgefühl anfühlen sollte. Es sollte sich wie eine selbstbewusste Empfehlung für gutes Essen anfühlen. So sieht das in der Praxis aus. Denn wir alle brauchen praktische Dinge. Ich möchte nie, dass sich unser Lernen so anfühlt, als wäre es einfach etwas da draußen. Das ist ein natürliches Training, also ein einfaches Muster. Umbenennen Sie ein Gericht. Verschiebe die Platzierung, informiere das Team und beobachte dann, was passiert. Der Grund, warum das funktioniert, ist, dass der Gast dasselbe Signal von denselben Orten erhält. Aus dem Menü, Speisekarte, vom Team, aus den Bildern, von allem. Die Speisekarte macht das Gericht ansprechend. Die Platzierung macht es sichtbar und der Kellner lässt es wie eine sichere Wahl wirken. Nichts davon ist schwer. Auch hier ist es einfach bessere Gastfreundschaft. Wir lehnen uns nicht hinein, wir schieben nur an. Richtig, damit das eine bessere Wahl ist. Jetzt werden wir sehr praktisch mit der Sprache, die das Personal verwenden kann. Du willst unterrichten. Eine Zeile, die an ihr Personal verkauft wird. Dein Personal. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist, dass wir dieses Gericht mit saisonalem Gemüse servieren. Sag Bescheid, ob du es lieber mit Pommes möchtest. Das ist also ein riesiger Verhaltenswandel ohne Druck. Oft bekommt man hier automatisch Pommes. Das Gemüse ist die übliche Wahl. Pommes sind noch erhältlich.
weil niemand beurteilt wird, aber wir bewegen uns in Richtung klimafreundlicheres. Option. Eine weitere nützliche Zeile, die ich liebe, ist, dass dieses Gericht heute Abend sehr beliebt ist und den Gästen Selbstvertrauen gibt. Das Wichtigste ist, zu vermeiden, dass das Personal als geskriptet klingt. Zu lassen, wenn sie zu viel sagen, kann es sich performativ anfühlen. Sie stolpern darüber. Und wir wollen unbedingt Zeilen vermeiden wie, das ist unsere nachhaltige, kohlenstofffarme Option, die wir aus der Region beziehen. Niemand will es. Sie werden aufhören zuzuhören. Auch wenn es zutreffend sein mag, macht es die Leute nicht wirklich hungrig oder möchte das Digitale bestellen. Wenden wir uns also einigen einfachen Trainingsregeln mit dieser einfachen Tabelle hier zu. Die Ausbildung kann also sehr kurz sein. Lehre One-Line verkaufen. Fang jedes Mal mit Geschmack an. Und natürlich die Technik. Vermeiden Sie Worte, die politisch, schuldig oder zu technisch wirken können. Gäste durch Komfort, Neugier und Geschmack. Sie reagieren auf Worte, die wir gerne verwenden. Es ist rauchig, reichhaltig, frisch, geröstet, sättigend. Wenn Sie nach weiteren Informationen fragen, können Sie die Nachhaltigkeitsgeschichte gerne teilen. Aber fang nicht mit Kohlenstoff an. Fang nicht mit dem Klima an. Tu es nicht. Fangen wir mit der Verantwortung der Gäste an. Fang mit einem einfachen Gericht an. Ein einfaches Meeting vor der Schicht könnte es sein. Hey Leute, heute Abend präsentieren wir ein Pilzgericht mit geräucherter Chilisauce. Und wenn die Gäste fragen, erwähnen wir, dass wir lokale Pilze verwenden. Das reicht. Führe sie nicht in eine lange Runde mit dem, worüber sie sprechen wollen. Eine weitere großartige Möglichkeit, das Gericht zu verkaufen, wie ich schon sagte, ist, dass der Koch wirklich stolz auf dieses Gericht ist. Ich habe nie geglaubt, dass das stimmt oder dass der Koch an dieser neuen Kreation arbeitet, aber die Gäste genießen es sehr, Teil der kulinarischen Reise mit uns zu sein. Es ist etwas, das die Leute wirklich zu diesem Gegenstand bewegen könnte. Jetzt wir. Wir haben das Menü, das Team und das Tracking zusammen. Und jetzt müssen wir morgen die Köche selbst in die Praxis setzen, oder? Richtig, das ist also schon dein Morgen früh. Wir sind hier auf halber Strecke. Also morgen möchte ich, dass du das tust. Also werden sie ein pflanzenvorwärts gerichtetes Gericht ganz oben auf ihrer Speisekarte verschieben. Du wirst es in der Flavor First Sprache umbenennen. Ist euch allen klar, was die Geschmacks First Sprache ist? Wenn nicht, lass es mich bitte wissen. Ich erkläre es gerne noch etwas mehr im Chat. Daumen hoch? Scheint okay zu sein. Und dann informiere dein Team. Okay, verfolge deine Ergebnisübersicht am Ende der Woche. Oh. Manche Leute sind nein. Ich gebe dir ein kleines Beispiel. Wenn du also etwas in einem Gericht beschreibst, würdest, das zuerst geschmackvoll ist, würde ich statt, wie gesagt, einen Gemüseeintopf zu sagen, würde ich sagen, wir haben eine Tahini-Glasur, Tahini und honigglasierte Kichererbsen und Auberginen, die sich vermischen. Das gibt dir ein Gefühl von rauchigem Grün und Pancetta oder Ketti. Es gibt einem ein Gefühl und Verständnis dafür, worum es beim Gericht geht. Wenn man den Geschmack zuerst verwendet, anstatt zu sagen, lokal gewonnener Papa ist kohlenstofffreundlich, Papa, wird es niemand kaufen. Was sie wollen, ist das Gefühl zu haben, wunderschönes Gericht ist, dass es vollen Geschmack hat und dass wir zuerst den Geschmack tragen müssen. Kochhut zuerst, bevor alles andere. Wir sind der Punkt, an dem die Menschen glauben und folgen, was wir tun. Das war's also. Du solltest deine Ergebnisse verfolgen und sie dann am Ende der Woche überprüfen. Oder du musst also nur eine Sache verfolgen. Wir brauchen also keine Köche, die diese Woche das gesamte Menü neu gestalten. Wir brauchen Köche wie dich, um eine kluge Veränderung vorzunehmen, beobachten, was passiert, und von dort aus aufbauen. Es gibt also eine Art Schleife, die du verwenden kannst, anstatt nur eine Checkliste. Ich habe das gemacht. Ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft. Ich bin fertig. Mach eine Schleife, richtig? Also beobachten Sie. Was wählen die Gäste aus? Und dann eine Sache. Ein Element verfeinern, entweder den Namen oder die Stelle im Menü, die Beschreibung oder ein Feature. Ja. Und dann wirst du das Team mit Rechtspunkt einbinden. Du willst ihnen nicht eine Menge Gespräche geben. Es ist also die Aktivierung deines Teams und dann misst du ein Ergebnis. Mit diesem Tracking-System ist das wirklich einfach. Man am Pass kontrolliert oder einen Busmitarbeiter auf einem Whiteboard abhakt. Zu lassen.
Oder wenn du in einem Catering-Laden bist, zähle einfach, wie viele verkauft wurden, basierend auf dem, womit du angefangen hast, und entwickle dich dann an dem, was funktioniert, und ändere das, was nicht funktioniert. Also gib dir, das könnte in einem Monat, in einer Saison oder bei jeder Menüänderung passieren, oder? Das kann sich ändern. Wie auch immer du es brauchst. Es lässt die klimakluge Menüarbeit wie normale Kochentwicklung wirken, nicht wie ein separates Projekt, an dem man arbeiten muss. Das ist die normale Entwicklung des Kochs, was wir ohnehin schon machen. Wir sind also in der Event-Aktivierung. Und ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, wo wir das alles in der Food Choices for Life Infowoche in der EU umsetzen können. Eine klimasmarte Veranstaltung muss nicht riesig sein. Es muss klar, ansprechend und für die Menschen leicht zugänglich sein. Denken Sie an eine weniger formelle Vorlesung wie diese und an ein unvergesslicheres Food-Erlebnis, als wären wir alle zusammen an einem Tisch oder auf einem Bauernhof. Hier sind einige Formate, die mit vielen Arten von Operationen funktionieren können. Also, schauen wir uns das an. Es gibt ein existierendes Festival. Wir haben hier jedes Wochenende Festivals. Und ich bin sicher, du hast sie auch in deinem Bereich. Es gibt ein Food Festival für fast alles. Stell dir vor, du hättest dort einen kleinen Stand auf einem bestehenden Festival. Erstelle das Rad nicht nach. Wir wollen dir nicht mehr Arbeit machen. Es könnte eine klimasmarte Probe enthalten. So etwas wie ein kleiner rauchiger Kichererbsenbissen, der voll und weniger geschmackvoll ist. Wirkung. Oder du bist auf einem Bauernmarkt in deiner Gegend. Hast ein kleines Pop-up und hast nur 3 Menüs auf deinem kleinen Pop-up. Ein Pflanzenvorsprung, ein Protein- und ein Feature-Gericht, bei dem das saisonale Gericht als erster aufgeführt ist. Und siehst, wie diese Änderung richtig abläuft. Geschieht. Restaurant abspielt, du könntest ein einwöchiges Feature-Gericht anbieten, das klimafreundlich ist, und der Vorderseite eines Geben-Line und dann deine Befehle verfolgen. Das ist eine großartige Art, Teil von Dingen zu sein. Es gibt einen spastigen, die wirklich einfach ist, wie ein Klimawandel-Korbwechsel. Du lädst die Gäste ein, die Gäste unvollkommene Lokale oder ganze Zutaten geben und sie fragen, welches Rezept sie machen würden. Viele Leute sind ratlos und denken vielleicht nicht an Dinge herum. Und dann kann der Koch enthüllen, dass das du bist. Einige kreative Flavor-Strategien oder Ideen zur Abfallreduzierung und dann könnten sie diese Ideen mit nach Hause nehmen. Oder sie kochen sie dort in kleinen Gruppen mit dir. Das ist die Korb-Herausforderung oder das Carbon-Swap-Café. Angenommen, du bist in einem kleinen Laden und machst ein wirklich großartiges Gericht und machst ein 1A-Duo für Leute. Und einer hat eine klimafreundliche Option mit diesen Auswirkungen und dem traditionellen Gericht und den Menschen sind interaktiv. Du kannst einen Online-Beitrag haben, in dem Leute posten und für ihren Favoriten abstimmen können. Es geht darum, sie zu engagieren und dabei zu sein. Was machst du? Ein weiteres spaßiges Abenteuer. Könntest du überall im Park zwischen den Diensten machen. Ich würde es sehr gerne zwischen Mittag- und Abendservice machen. Denn wenn du fertig bist, bist du in der Küche fertig. Ganze Vorbereitung in der Küche. Fertig. Eine Meisterklasse mit wenig Abfall. Mit Verwendung für gängige Reste in deiner Gegend oder großartige Ersatzmöglichkeiten. Wenn du also Subs hättest, die du als Alternative für Gerichte zu Hause machen könntest, falls sie nicht alle Zutaten haben. Ein von mir erstellter Zero Waste Masterclass Lehrplan wird also verfügbar sein. Auch für dich nach diesem Kurs. Denn ich finde, dieser ist wirklich spektakulär. Du könntest sie sogar in deine Küche bringen und das tun. Zum Beispiel, wenn du eine Menge Reste in deiner Küche hast, sie in deine Küche bringst und sagst, hier ist, was wir noch haben, können wir dann eine Scrap-to-Table-Werkstatt daraus machen. Du bringst den Leuten bei, wie man Zwiebelschalen in Geschmackspulver verwandelt, Karottenoberseiten in Pesto oder altbackenes Brot in Desserts. Du befähigst sie mit Wissen. Oder wenn du wirklich großartig bist, einige unserer Köche, von denen ich weiß, dass ich das auch gerne mache, einlegen oder fermentieren. Wenn du Dinge hast, von denen du eine Fülle hast. Bei manchen Produkten zu bestimmten Jahreszeiten zeigen sie ihnen vielleicht lokal, wie man das macht und was man damit machen kann. Oder Landwirtschaftstouren. Mach eine Kochführung mit Du. Eine Nahrungssuche, die ich ebenfalls liebe. Ich bin voll dabei, was mit dem Essen zu tun hat, also sind das Möglichkeiten, wie du es tun könntest. Lehre Menschen und gehe über deine eigene Tafel hinaus. Stell dir die Platte als die Mitte deines Standorts vor. Wo du bist. Platz es vor. Denn dort sitzt du. Diese Produzenten, wie wir schon mit Enrico und Sean vor dir besprochen haben, sie bringen und schaffen Lebensmittel für sie aus der Landwirtschaft, von Bauernhöfen, von politischen Entscheidungsträgern. Es kommt darauf an, dass du entscheidest, was sie anbauen und du entscheidest, was die Leute essen. Du bist wirklich das Zentrum des Tellers. Ich möchte, dass du dir das merkst. Wenn nichts anderes. Und wann?
Kunden kommen, um zu sehen, dass du ihre Gewohnheiten über die Platte hinaus änderst, oder? Egal welches Format. Wie möchtest du das für ein klimasmartes Event einschlagen? Sind die Planungsschritte die gleichen? Also wirst du das Essen entscheiden? Wir machen das doch immer, oder? Also entscheiden wir uns für das Essen zuerst. Wir wählen etwas, das entweder saisonal, pflanzenorientiert, lokal oder abfallenarm. Es muss nicht alle davon sein, aber es sollte ein oder zwei davon sein, oder? Dann ist deine Botschaft die Idee. Die Gäste einfach genug sind. Damit die Gäste es selbst wiederholen können, um über ihren Teller in ihrem Geschäft hinauszugehen und nach ihrer Erfahrung mit ihnen zu essen, die ihr gemacht haben, ihnen zu essen. Sie sollten also sicherstellen, dass diese Botschaft klar und einfach ist. Du solltest es nicht übertreiben. Dinge und dann das Team. Du musst innerhalb deiner Grenzen leben. Können Sie das? Produzieren, was du brauchst. Können Sie das erklären? Können Sie das natürlich und einfach machen, und es klingt nicht konstruiert? Sie möchten sicherstellen, dass es für die Leute wirklich einfach ist, dass die Leute es verstehen können, und ihre Taille sie berücksichtigen müssen. Haben Sie schon genug Mülltonnen geplant? Hast du wiederverwendbare Sachen? Und du? Haben Sie, wenn möglich, eine Kompostierungsfläche und beeinflussen Sie dann, was Sie messen wollen? Sie können Verkäufe messen. Man kann Verschwendung messen. Sie können die Anzahl der beteiligten Gäste messen. Wie viele Leute zu Ihnen kamen oder Feedback, wenn Sie es elektronisch erlauben. Wenn du es ihnen erlaubst, es elektronisch zu machen. Ganz einfach. Und wie kannst du das als Team oder als Koch ganz allein? In eurem eigenen Catering-Laden? Diese Fragen verhindern, dass das Ereignis vage wird. Wenn du diese Liste durchgehst, verwandelt sich gute Absichten in praktische Aktivierung, weil du sehr und was du tust. Da wir also über klimasmarte Veranstaltungen sprechen, müssen wir auch den Eventverschwarzendung betrachten. Ich bin sicher, viele von euch waren schon an Orten, deshalb werde ich kurz auf die Fragen und Antworten eingehen. Ernährung. Zweite, aber. Option, ohne sich eingeschränkt fühlen zu lassen. Ich mag diese Fragen. Wir kommen gleich zu Ihnen zurück, versprochen. Wie machen wir das also? Schau dir Abfall an, oder? Deshalb liebe ich die Fragen, die hereinkommen. Bitte bringen Sie sie weiter herein. Ich werde Zeit haben, sie zu erreichen. Wir nähern uns dem, was Sie für Ihre wichtigsten Erkenntnisse brauchen. Wir werden also zu 100% in der Lage sein, einige der Nährstoffe und Ideen zu behandeln, die du teilst. Um also ein klimasmartes Food-Event auszurichten, muss die Veranstaltung selbst ihre Botschaft widerspiegeln. Das bedeutet nicht, dass es perfekt sein muss. Es bedeutet, dass wir die offensichtlichen Dinge planen. Du hast klar beschriftete Mülltonnen. Vorne und hinten am Haus gibt es Recycling. Im Hinterhaus vergessen die Leute. Hinterhaus. Vergessen die Leute. Achterhaus, dass man QR-Codes verwenden könnte, anstatt Flyer oder Tickets oder ähnliches auszudrucken. Du könntest wiederverwendbare Brillen haben, die Sie mit nach Hause nehmen können. Man könnte sie sogar brandmarken. Dann nehmen Sie dein Logo oder Serviceware, wo es praktisch ist. Setzen Sie realistische Umweltziele und beziehen Sie Ihre örtlichen Auftragnehmer ein. Das führt also zurück zu dem, was Enrico gesagt hatte. Du solltest mit Leuten sprechen, die Bescheid wissen, und das frühzeitig tun, damit sie dir helfen können. Es gibt Menschen mit grünen Initiativen in den meisten Stadtteilen und den meisten lokalen Gemeinden. Gibt es Menschen mit grünen Initiativen, die helfen wollen? Dann wählen Sie einen Wirkungsbereich aus, den Sie verbessern möchten. Das hält die Veranstaltung wirklich glaubwürdig. Es vermeidet das Gefühl, dass wir das eine sagen und dann etwas anderes tun. Du willst wissen, was du tun kannst, was du ändern kannst. Wir benutzen. Hier sind alle wiederverwendbaren Geschirr. Alles, was du tust, konzentriert sich darauf. Das ist in Ordnung, das ist perfekt. Es muss nicht alles sein, aber es muss klar sein und es muss durch dein ganzes Event eingewoben werden. Also werde ich dir auch eine Liste geben, die Ihnen bei der Organisation Ihres Abfallmanagements hilft. Nach diesem Webinar haben wir einige großartige Werkzeuge, die wir mit dir teilen können, auf die ich mich sehr freue, dass Sie sie ebenfalls durchspielen. Also wichtige Erkenntnisse hier. Hier ist also die kürzere Version, richtig? Du hast dein aktuelles Menü auf die gleiche Weise bewertet, wie du es machst, oder? Wählen Sie einen Artikel mit Climate Spark Smart Potenzial aus und setzen Sie ihn dann auf die Speisekarte. Entweder im goldenen Dreieck oder in einem dieser Augenmagneten und schauen, wo die Gäste es leicht sehen könnten, und dann die Verkäufe zu verfolgen. Du willst das Team mit diesem einen Line-Pitch trainieren. Teile es in den sozialen Medien. Social Media erwähnt. Und so wählen die Leute Essen aus. Manchmal das Essen aus. Manchmal kommt es darauf an, wie sie das Gericht auswählen. Du solltest sicherstellen, dass du es teilst. Es dann während der Klimawoche aktivieren und den Prozess wiederholen, richtig? So beginnt sich Verhaltensänderung aufzubauen.
Nicht von einem perfekten Ereignis, sondern von Köchen, die an vielen Orten kleine, bewusste Handlungen wiederholten. Deshalb wollte ich mir unsere Fragen hier ansehen. Also Ernährung. Idealerweise werden wir das tun. Es gibt viele Probleme mit Fettleibigkeit und Leiden. Und wenn man sich mit Nachhaltigkeit beschäftigt, geht das oft Hand in Hand mit Ernährung. Wenn du Whole Foods isst, vollwertige Lebensmittel isst, nimmst du mehr pflanzliche Produkte und mehr Gemüse in deine Ernährung ein und betrachtest es in diesen Begriffen. Betrachtest, wird es ganz natürlich passieren. Werde gesünder. Das kannst du auf deine eigene Weise, ganz allein. Das ist absolut eine großartige Möglichkeit, das zu tun, und du ermunterst die Gäste. Jemand fragt, wie man Gäste dazu ermutigt kann, nachhaltige Lebensmitteloptionen zu wählen, ohne dass sie sich eingeschränkt fühlen, damit man sie haben kann. Wie gesagt, in den prominenten Bereich der Speisekarte setzen. Du kannst sie so haben, dass es sich wie ein Luxusartikel anfühlt, so wie du es beschreibst. Aber das wird es schaffen, und nenn es nicht die nachhaltige Lebensmitteloption. Wenn du es so nennst, wird es niemand bestellen. Nun, vielleicht bekommst du eines von 100, weil die meisten Leute auswärts essen, um ihre Gesellschaft zu genießen und etwas zu probieren, das sie noch nie zuvor probiert haben, um etwas Kreatives zu machen und es vielleicht später zu Hause auszuprobieren. Also, die nächste Frage war als Köche: Was ist die Maßnahme, die den größten Einfluss auf die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung während der Veranstaltungen hat? Oh mein Gott, es gibt so viele. Ich liebe die Mehrnutzung von Lebensmitteln. Wenn du überhaupt ein Gericht machen könntest, an 2 oder 3 verschiedenen Stellen verwendet, und man kann es in großer Menge vergrößern, dass es in großer Menge gemacht wird. Nicht so, dass man es nur für 1 oder 2 Personen oder für 10 Personen macht. Kann, was man für 100 machen kann, die man für 1000 machen könnte. Das wird den größten Einfluss haben, dass du es vergrößern kannst. Rechts, das ist also eine Möglichkeit, das zu tun. Peter Wrenn, schön, dass du hier bist. Als nachhaltiges Menü geht es also mehr als nur darum, mehr als nur die Zutaten zu fokussieren. Wir müssen über nachhaltige Entwicklung sprechen, über die Erfüllung der Bedürfnisse des Präsidenten, ohne die Fähigkeit zukünftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Das sind also Definitionen aus dem Lehrbuch der Gewerkschaft, richtig? Wir müssen sicherstellen, dass wir unsere Ressourcen bewahren und schützen. Unsere Ressourcen, absolut. All diese sind dafür unerlässlich. Heute schauen wir uns an, wie die Dinge auf deiner Speisekarte organisiert werden. Hier gibt es wie die Köche Allergene und Gäste in einem nachhaltigen Menü managen. Sie sollten darüber nachdenken, was ihre wichtigsten Allergene sind. Wenn du dich für etwas entscheidest, das viele Nüsse oder viele Samen enthält, hast du eine Alternative? Kann man stattdessen Hülsenfrüchte verwenden? Kann man dunkles Blattgemüse verwenden? Richtig gut geröstet. Kann man verschiedene Techniken wie Räuchern, Trocknen oder Fermentieren verwenden? Du kannst mit verschiedenen Techniken viele Aromen hinzufügen, was ihnen hilft, viele ihrer nachhaltigen oder klimafreundlichen Speisekarten zu erweitern. Und das gibt dir etwas, das du sehr einfach leeren oder mit anderen teilen kannst. Wie ermutigen Sie Gäste, Abfallmanagement und CO2-Fußabdruck zu wählen, Teil des kulinarischen Lehrplans sein? Es ist so, Mandy. Wir haben es auch in unserem Lehrplan an der Humba, wo ich unterrichte. Deshalb sollte es Teil jedes Lehrplans sein. Es sollte auch Teil dessen sein, was Köche auf natürliche Weise tun. Nämlich zu verstehen, woher dein Essen kommt und zu versuchen, zu begrenzen, wie weit du Lebensmittel beziehst, ist es auch wirklich wichtig bei der Erstellung deines Menüs. Aber das sind all die großartigen Fragen. Ich liebe sie alle. Als ich angefangen habe, wollte ich diese kollaborative Natur dieses Projekts anerkennen. Es ist eine echte Zusammenarbeit. Die Partner hinter all dieser Arbeit, die Köche, die Forscher, die Pädagogen, Kommunikatoren, lokale Gemeinschaften, Organisationen, die gemeinsam auf dieses Ziel hinarbeiten und klimafreundliche Lebensmittelentscheidungen einfacher und praktischer machen. Jeden Tag für ganz normale Menschen. Also haben wir euch falsche Weltköche. Wir haben eine Universität, lebensnotwendige Ernährungsentscheidungen und die Europäische Union, die das alles schafft. Wir hatten großartige Welt, die uns dabei geholfen haben. Ila und das gesamte Team im Büro waren großartig, um das alles zusammenzubringen. Ist nicht das Ende, das ist nicht der letzte Teil hier. Hier
Deshalb wollte ich, dass du das ganz schnell siehst. Lass dich davon nicht überwältigen. Im Januar haben wir also erschaffen, Informationen gesammelt und herausgefunden, was Köche tatsächlich tun. Wir beziehen überall europäische Köche und haben gesehen, was passiert. Dieser Zeitplan ist wichtig. Denn heute ist es nicht das Ende des Projekts, sondern ein Schritt auf einer längeren Reise. Food Choices for Life arbeitet also daran, Köche, Bürger, Journalisten, lokale Verwaltungsbeamte und Gemeinden aus ganz Europa einzubinden. Das heißt nicht, dass das jeder machen kann. Ich heiße alle von World Chess willkommen, die heute hier bei uns sind, um teilzunehmen. Es ist erstaunlich, das zu tun. Also, in der kommenden Woche. Im Oktober 2026 können Köche diese Ideen durch lokale Aktionen, Menü-Features, Verkostungen, Pop-ups, Demonstrationen, Gemeinschaftserlebnisse, all die Dinge, über die wir gesprochen haben, in die reale Welt bringen. Ich werde dir außerdem eine Liste mit allen möglichen Veranstaltungen schicken, die du machen könntest. Dann im Jahr 2027. Schon Enrico selbst wird einen Lehrplan erstellen, der darauf aufbaut, euch mehr Werkzeuge gibt und Köche ausbildet, um stärkere Botschafter für klimafreundliche Gewohnheiten zu werden. Dieses Webinar ist also wirklich eine Brücke von Wissen über Aktion bis hin zu größerer Wirkung später, oder? Deshalb wollte ich das mit einem Bild abschließen, das ich zusammengestellt habe und das hier hervorhebt. Reise, weißt du, mit einer klaren Botschaft. In den letzten 3 Webinaren haben wir also gemeinsam eine Reise unternommen. Wir begannen damit, zu verstehen, wo Köche im Lebensmittelsystem hineinpassen. Wir haben Küchenpraktiken untersucht und wie sie Abfall reduzieren und mehr Wert schaffen können. Und heute haben wir uns auf dem Gast, die Speisekarte, Menü, den Speisesaal, das Team, die Ereignisse und die Entscheidungen konzentriert, die Menschen jeden Tag treffen. Konzentriert. Der Einfluss des Kochs geht weit über den Teller hinaus. Deshalb reicht deine Reichweite weit über die Platte hinaus. Deshalb habe ich das hier erstellt. Du musst nicht alles ändern. Und du musst es morgen nicht machen. Du musst mit einem Menüpunkt oder einer Mitarbeiterzeile beginnen. Kleinen Tracking-Methode, einem Event. Diese kleinen Veränderungen, die sogar von allen Köchen heute hier sind, wiederholt werden, können dazu beitragen, gesündere Menschen, stärkere Gemeinschaften und eine nachhaltigere Lebensmittelzukunft zu gestalten. Deshalb möchte ich das teilen. Wenn du nachhaken möchtest, machen Sie hier ein Foto davon. Es macht es den Teilnehmern sehr einfach, später nachzufassen. Wenn Sie mehr über lebenslange Lebensmittel erfahren möchten, finden Sie hier alle Kontaktdaten. Teile das mit deinen Kollegen. Halte Ausschau nach InfoWeek-Aktivierungen und Ila, hattest du etwas, das ich teilen wollte? Weil ich nur fragen wollte, ob Sie noch mehr haben? Ja, danke. Shauna, ich glaube, du bist eingeplant. Also deine Notizen bei uns. Oh, Süße, vielen Dank, dass du dabei bist. Ja, wie Sie sagen, werden wir das sehr kurz darauf mit unserem gesamten Publikum teilen. Wir werden heute die InfoWeek-Informationen teilen. Wir hatten rund 150 Leute, die live in Zoom zu uns gekommen sind. Danke an alle, aber von Anfang an. Ab der ersten Folge am 2. Juli an hatten wir etwa 1000 Köche, die sich registrierten und dieser großen Bewegung beigetreten sind. Sie haben Mindful Kitchen sehr geschätzt und wir sind wirklich dankbar für eure Unterstützung. So sehr so. Nur danach werden wir alles mit euch teilen und danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke für deine Arbeit. Fabelhaft. Vielen Dank. Ich hätte noch eine letzte Frage. Falls jemand Fragen hat, welchen Teil davon ich heute geteilt habe. Findest du, es ist am einfachsten, es zuerst auszuprobieren? Gibt es etwas, das du am einfachsten zuerst probieren kannst? Ich würde mich freuen, wenn du es teilst und sagst, dass ich dieses Teilen hier aufhören werde. Und geh einfach auf den Bildschirm, weil ich von dir im Chat hören möchte. Gibt es etwas, das du denkst? Es ist wirklich einfach für dich auszuprobieren. Ja, eine Schüssel oder eine Gerichtsverfolgung umzubenennen, die sind beide großartig. Ja, geschmacksorientiertes Gericht. Ich liebe es. Das Tracking ist wirklich einfach. Ja, mach es nicht kompliziert, sonst bleibst du nicht dabei, oder? Du bist zu beschäftigt. Du hast zu viel um die Ohren, das weiß ich. Und siehst du irgendwo Widerstand von deinem Team? Ereignisaktivierung. Das ist großartig. Ich freue mich, dass du denkst, dass Event Activation Maria die einfachste Lösung ist. Gibt es etwas, bei dem Sie wieder Mitgliedern sehen könnten? Hey, gib das auch in den Chat. Weil etwas schwieriger sein könnte.
Manche würden sagen, es ist ablenkend, aber das könnte einfach sein. Könnte schwierig sein, oder? Alles klar, ich liebe das. Ich liebe das. Okay. Das Letzte, was ich fragen möchte, ist, dass ich gerne Feedback gebe. Das ist mir auch sehr wichtig. Gibt es eine Art von Weg? Möglichkeit? Von Weg? Möglichkeit, was denkst du, könntest du tun, um das in deinem Kreis zu aktivieren? Was ist der Ereignistyp? Was denkst du, würdest du am wahrscheinlichsten tun? Das wird mein letzter sein. Ich verspreche, ich werde dich nicht mehr verlangen. Viele psychologische Tücke. Ich bin selbst ein Vorbild, sagt jemand. Wow, das ist großartig. Ich liebe das, Martin. Menüverfolgung und Neupositionierung von Highlights. Ja, das ist sicher. Workshops. Eine dieser Meisterklassen zu machen. Ich liebe sie. Ich habe sie mit Dingen gemacht, wie man Kombucha macht oder wie man übrig gebliebenes Brot verwendet. Und du zeigst den Leuten Dinge außerhalb der Box. Ich habe neulich einen gesehen und werde ihn mit Knoblauchschalen ausprobieren. Wenn du beim Schälen die Außenseite der Knoblauchschale nimmst und sie im Ofen ein wenig toastest, sie dann mit Salz pürierst, hast du dein eigenes Knoblauchsalz hergestellt. Füge ich pilzähnliche getrocknete Pilze hinzu. Jetzt hast du ein Umami-Gewürz, das boomt und du hast aufgehört zu verwenden, Knoblauchschalen zu verschwenden. Ich finde es fabelhaft, oder? Es wird den Workshop verlassen. Auch eine großartige berechtigte Veranstaltung, um an der Informationswoche im Oktober teilzunehmen. Also, wenn du also planen, einen Workshop oder einen offenen Kurs in einem Restaurant zu machen, kannst du definitiv von der InfoWeek-Bewegung profitieren und mitmachen. Also einfach alle zusammen. Aber ja, wie gesagt, nach diesem Webinar morgen werde ich wahrscheinlich alle Informationen teilen. Post mit allen, die sich registriert haben. Juhu! Also danke ich euch allen, dass ihr hier seid, eure Zeit gebt habt und euch entschieden habt, den Weg zu verändern. Und es ist praktisch, großzügig und auf gutem Essen basierend. Fang also klein an. Halte es praktisch und denk daran, wenn Köche besser sein können, desto besseres Menü können wir umstellen. Desto leckerer, sichtbarer und einfacher können wir helfen, Gewohnheiten zu ändern, über den Teller hinaus zu verändern. Das ist unser Ziel. Also, das war's für mich und danke euch allen, dass ihr dabei wart. Es war so fabelhaft. Du warst es. Ein ansprechendes Publikum. Ich liebe den Chat und die Fragen. Wenn ihr mehr habt, wissen die meisten von euch, wie sie mich erreichen können. Ich bin auf allen sozialen Plattformen aktiv und beantworte gerne Fragen. Und ich freue mich darauf, dich mehr zu sehen und wie du all dieses großartige Wissen aktivierst. Bitte teilt und postet, ich würde gerne davon hören. Danke Isla für alles an einem besonderen Danke. Ghost. Natürlich an dich. An Sean und an Enrico, dass ihr diesen großartigen Lehrplan zusammengestellt habt. Wir haben bereits großartiges Feedback erhalten. Im Chat und per E-Mail scheinen alle Köche das gemocht zu haben. Also vielen Dank für Ihre lange Mühe. Und im August werde ich daran arbeiten, die 3 Videos in 3 Sprachen zu übersetzen. Wahrscheinlich in Spanisch, Französisch und Deutsch. Und ich werde es mit allen teilen, damit ihr euch mit eurem Netzwerk teilen könnt. Lokal im Netzwerk, das nicht unbedingt Englisch spricht, teilen kannst. Deshalb werden wir es in 3 verschiedenen Sprachen noch zugänglicher machen. Also viele Neuigkeiten, die du in den letzten Monaten von mir hören wirst. Also bleiben wir in Kontakt. Danke. Alles klar. Vielen Dank, Ila. Ich schätze all Ihre Bemühungen. Es war ein großartiger Tag. Genießt den Rest eures Tages, alle zusammen. Ich spreche bald mit dir. Tschüss.